Islam. Assalamu alaikum. Mein Name ist Bernd Wolf, Yusuf Bernd Wolf, seit meiner Annahme des Islams. Ich bin in Deutschland geboren, als Sohn eines deutschen katholischen Vaters und auch einer katholischen Mutter, die aus Österreich stammt und zu meiner Geburt in Deutschland gelebt und gearbeitet hat. Ich bin dann mit 5 Jahren nach Österreich gekommen und ab meinem 6. Lebensjahr bei den Großeltern aufgewachsen, die ebenfalls sehr religiös waren. Wenn man streng katholisch sagt, würde es hinkommen. Der Großvater war aus Slowenien, aus Krain und auch katholisch geprägt. In meinem Großeltern- oder nunmehr Elternhaus wurde vorwiegend Slowenisch gesprochen. So hatte ich auch eigentlich schon als Kind Berührungen und Kenntnis eigentlich über den Balkan, über das damalige Jugoslawien erfahren, wo mein Großvater flüchten musste vor Tito. Er wäre sonst vermutlich in Haft gekommen und hatte Zeit seines Lebens Depressionen dadurch, weil er lange Zeit seine Heimat nicht besuchen konnte und auch seine Brüder. Und es war eine sehr enge Familienbande in Slowenien an einem schönen Bauernhof auf einem Weinberg gelegen. Im Jugendzeitalter absolvierte ich dann eine Lehre mit Matura und rückte dann 1988 zum Militär ein, wo ich mich dann eben freiwillig verpflichtet habe. Zuerst einjährig freiwillig, dann verlängert auf 4 Jahre. Habe dann dort auch nebenbei mich spezialisiert auf das Kraftfahrwesen und konnte praktisch in allen Fahrzeugklassen meine Führerscheine und Lizenzen ablegen und habe mich dann auch zum Heeresfahrlehrer ausbilden lassen damals. 1992 dann der Wechsel nach Salzburg für 2 Jahre, wo ich dann als Polizist begonnen habe. 2 Jahre an der Salzach, in der Akademie, verbracht, fernab von zu Hause. Und etwas später ist meine erste Tochter zur Welt gekommen, Victoria. Sie ist heute Lehrerin, hat eine Integrationsklasse, also ist auch mit Kindern mit ausländischem Hintergrund und sehr schwierigen Milieus beschäftigt. In weiterer Folge kam dann 12 Jahre später meine zweite Tochter zur Welt, 2009, Chiara. Und als Chiara 3 Jahre alt war, nahm ich eine Dienstzuteilung bei der Polizei Wien an, wo ich auch unter der Fremdenpolizei arbeiten konnte. Ich konnte mit vielen ausländischen Menschen arbeiten, ihnen helfen. Ich konnte dort meine Stärken einbringen. Ich konnte auch in weiterer Folge beim Minderheitenreferat Abteilung 1.4 mitarbeiten und eben beim Projekt Fair und Sensibel, wo man eigentlich mit Afrikanern und auch mit Serben hat begonnen zu arbeiten. Das kann man dann so verstehen, dass die serbische Volksgruppe die größte in Wien ist mit 31%, noch höher als die Türken. Man würde meinen, es gibt mehr Türken in Wien, es sind aber mehr Serben in Wien. Und da hat man begonnen, Kriegsflüchtlinge, die vom Jugoslawienkrieg geflüchtet sind als Kinder und Polizisten geworden sind, diese Beamten mit Migrationshintergrund in diese Gruppe zu nehmen, um auch bei Amtshandlungen in Ottakring, im serbischen Milieu
Polizisten zu haben mit serbischem Hintergrund und auch Afrikaner bei afrikanischen Amtshandlungen, Scouts, die mit Hintergrund gearbeitet haben. Das war meine Arbeit. Was ich nicht wusste, dass ich im Zuge dieser Zeit in Wien mit Freunden einen Flug buchen werde nach Istanbul. Das war sehr spontan. Wir sind in einer Bäckerei gesessen, am Brunnenmarkt beim Ströck. Und ich habe sofort zugesagt. Und dort sollte ich quasi dann als Bernd nach Istanbul fliegen und als Yusuf bin ich dann zurückgekommen. Nicht? Und dann, es war 2012 Ramadan und ich kannte den Ramadan eigentlich nur von meinen kurzfristigen Kontakten mit Schubhäftlingen in Polizeianhaltezentren, wo man halt gemerkt hat, da ist was. Ja. Und zu diesem Ramadan bin ich dann in Istanbul gelandet. Wir hatten ein Hotel unweit der Sultan Ahmed Cami und einer meiner Bekannten wurde dort in einer Klinik behandelt. Und dieser Bekannte sagte mir, bitte geh nicht raus allein, es ist gefährlich. Ich bin aber rausgegangen und als ich dann, es war um die Zeit Maghrib, Maghrib, Akşam Namaz auf Türkisch, Bosnisch glaube ich auch, und ich stand da auf einem Hügel und es ging der Esan los, der zweite, der dritte und ich glaube, es mussten 300 Esan gewesen sein von allen Richtungen, die mit dem Wind gekommen sind. Die Sonne ist untergegangen am Bosporus, es war feuerrot und in diesem Moment war ich ergriffen. Ja. Ich wusste, da ist irgendetwas, da ist irgendeine Energie vorhanden und ich habe mir gedacht, mein bisheriges Leben war eigentlich schnell, aber nichts, was bleibt, nichts Qualitatives. Ja. Ich war auch im Christentum auf der Suche und habe mich nicht irgendwo richtig wohl gefühlt. Bin dann vom Katholizismus in die Freikristenkirche gekommen. Also man kann das jetzt so verstehen, wie diese Gospel Groups aus Amerika, moderne christliche Bewegungen, Strömungen, die keine Statuen mehr haben, die keine heiligen Bilder mehr haben, sondern sich mehr oder weniger in einer ja, fast orthodoxen Weise bewegen und eben sich von Dingen wie dem Zölibat, also dass ein Priester nicht heiraten darf und so weiter, abgesagt haben und eben menschliche Erneuerungen, was wir im Islam heute als Bid'ah verstehen, ablehnen, dass sie sagen, alles, was eben nach Isa gekommen ist, nach Jesus, von den Menschen gemacht durch vatikanische Konzile, ist nicht für uns akzeptabel. Wir wollen nur die Scharia von Isa haben, also das Evangelium, Al-Injil, haben. Und ich war auf der Suche, habe nichts gefunden und plötzlich, als dieser Esan gekommen ist, habe ich das Gefühl gehabt, ja, Hayya al-Salah, Hayya al-Falah, auf zum Gebet, auf zum Heil. Es hat für mich auch gegolten. Schluss mit einem alten Leben, mit einer Jahiliya, mit einem Jahil-Dasein. Und ich ging dann zurück ins Hotel und es war dort noch die Mutter eines Bekannten namens Fatima. Fatima bemerkte, dass ich irgendwo ergriffen war und sie sagte, willst du nicht den Islam annehmen? Und ich dachte mir, ich bin Polizist in Kärnten, meine Familie sind Kärntner, das ist unmöglich, nicht? Weg damit, nicht? Das ist ja nicht einmal Thema, nicht? Aber später für mich bemerkte ich, dass ich das wollte. Und ich sagte mir, warum soll ich nicht das tun, was ich will? Warum soll ich
den anderen Leuten nach dem Maul reden oder irgendwo Klischees leben. Und wie oft auch heute noch in meinem Leben praktiziert, überschlafe ich Dinge dann. Am nächsten Tag bin ich mir dann sicher. Und so war es auch mit dem Islam, dass ich gesagt habe, ich will das. Und als ich frühstückte, kam Fatima, die Mutter eines Bekannten, wieder und sagte, ich habe Dua gemacht. Später sollte ich erfahren, dass die Dua Bittgebete sind. Und sie sagte, ich hatte einen Traum. Ich habe mein Yasin-Heft gelesen in der Nacht und plötzlich ist irgendjemand mir erschienen und sagte, du bist Yusuf. Und so bin ich zu meinem Namen gekommen. Die Affinität, also die Ähnlichkeit von der Geschichte von Yusuf, war auch bei mir gegeben, dass ich meinen Vater in dieser Zeit, also ein Jahr zuvor, nach 20 Jahren wiedergefunden habe im Facebook. Ich habe auch wie Yusuf 20 Jahre meinen Vater nicht gefunden. Und vielleicht denke ich, in meinem alten Leben habe ich auch vielleicht, als ich noch hübscher war, auf die Frauen auch so gewirkt, aber es hat sich keine verschnitten wie beim Propheten Yusuf. Und es waren Affinitäten da und ich hatte auch einen Schlüsselanhänger, den habe ich heute noch zu Hause. Ich wusste nicht, warum ich diesen Schlüsselanhänger hatte. Es waren 2 Herzen. In dem Herz, in der Mitte war ein Spalt. Links war nichts und rechts war ein J wie Yusuf. Ich hatte diesen Schlüsselanhänger bei mir ein Jahr und plötzlich sehe ich das J und die Geschichte und Fatima. Ich war dann eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte jetzt einmal in die Sultan Ahmed Jami gehen und es war Kader. Dort waren Türken, die in Deutschland gearbeitet haben, in Stuttgart bei Daimler. Und die sahen mich und sagten, außen an diesem Brunnen, wo man Abdest macht, willst du mit uns beten? Ich sage, ja, bitte. Wir zeigen dir vor, wie du die Gebetswaschung in Abdest machst, Kardesh. Und dann gehst du mit uns hinein zum Namaz. Du machst das, was wir machen, du brauchst sonst nichts machen. Und während der Bewegung und zum Schluss der letzten Niederwerfung mit meinem Haupt am niedrigsten Punkt zur größten Anbetung von Allah, merkte ich, genau das ist es, was ich gesucht habe, all die Zeit davor im Katholizismus, im Freichristentum, im evangelistischen Bereich. Jetzt konnte ich durch die Bewegung, also physisch, aber auch mental praktisch diese 2 Komponenten, vereint, der Körper und der Geist, bemerken, das ist genau das, was ich wollte. Ja. Und ich teilte das auch Fatima dann mit. Ich war überrascht eigentlich. Ich wurde über 40 Jahre eigentlich in Europa eigentlich mit Informationen eigentlich irgendwo indoktriniert aus Medien, dass der Islam ach so böse ist und dass die Türken ja so wie vor hunderten Jahren uns alle in unserer Kultur sozusagen, wie sagt man, nicht islamisieren, sondern die Umschichtung stattfindet und uns praktisch irgendwo, dass wir ausgetauscht werden oder wie auch immer. Und so wächst man halt auf in diesem Milieu. Und in meiner Heimat Kärnten dann war es auch noch so, dass hier sowieso von der Historie bedingt die Kärntner Urangst vorherrscht. Kärnten wurde seit Überfall der Partisanen auch immer wieder von dieser Urangst eigentlich heimgesucht, wo man Angst gehabt hat. Man wird aus dem slawischen Bereich besetzt, vereinnahmt. Auch die Volksabstimmung
Kärnten zu Jugoslawien, Kärnten zu Österreich mit knapp 51-49%. Diese Ängste alle sind da gewesen, aber als ich dann in der Türkei diese Gastfreundlichkeit erlebt habe und innerhalb der Muslime diese Gemeinschaft, diese Umma erlebt habe, da habe ich mir gedacht, das ist alles im christlichen Abendland schon nicht verloren, aber im Bereich einer gewissen Dekadenz, einer Auflösung, dass das nicht mehr existiert, dass man diese vollen Gebetshäuser sieht. Eben, wenn man heute eine Kirche aufmacht, sieht man vielleicht noch 3 alte Frauen drin sitzen, und wenn man eine Moschee aufmacht, sieht man 200 Betende aus allen Altersklassen, und das war halt schon für mich also überraschend, und dass der ach so böse Muslim und dann noch vielleicht also der Türke noch dazu dieses vermeintliche Stereotyp des Negativen gar nicht so war, sondern in Wirklichkeit Brüderlichkeit war, Gastfreundlichkeit war, Merhamet, Rahma, sprich Barmherzigkeit vorhanden war. Das alles hat mich überrascht, und Fatima hat dann auf Türkisch in der Nähe einer Jami den Männern mitgeteilt, hier ist jemand, der möchte den Islam annehmen. Nicht? Und es war Ramadan. Die Leute waren müde, es war heiß, und teilweise sind sie auf den Obstständen geschlafen mit dem Kopf auf dem Tisch. Aber als sie hörten, jemand will den Islam annehmen, ein Pfiff, 5 Männer sind gelaufen, ein Auto mit quietschenden Reifen ist herbeigefahren. Wir sind so im Auto gesessen, ich weiß nicht, wie viele Leute da plötzlich drinnen waren, gefühlt waren es 10 Leute. Und dann sind wir ab zur Fatih Jami. Fatih Jami war eine sehr, sehr große, also Büyük Jami, nicht? Und dort war zu meiner Überraschung nicht nur der Mufti, sondern auch 2 Imame, 2 Hodja. Und es waren 3 Zeugen mit mir, Shahid. Und jeder Zeuge hatte den Namen eines anderen Propheten. Von Ibrahim ist Mohammed, ich war dann Yusuf. Und das war bis hin zum Mufti wirklich einzigartig, und man musste dann den Reisepass vorweisen. Es war sehr formell, anders als hier. Man hat eine Urkunde bekommen, die habe ich heute noch zu Hause, farbige Urkunde mit Foto bitte mitbringen und sich legitimieren. Ja, es wurde dann die Shahada gesprochen, und Fatima hat mir dann noch eine grüne Gebetskappe gekauft, einen grünen Tasbih, und mit dieser Ausrüstung bin ich dann alleine irgendwann um 2 Uhr, 3 Uhr nach Wien-Schwechat zurückgeflogen und wusste nicht so recht, was ich jetzt mit meinem neuen Leben, mit meiner neuen Identität als UFO eigentlich in der Polizei, ja. In Kärnten bin ich heute noch der Einzige, und es ist aber Alhamdulillah auch Kader gewesen, dass ich dann meinen ersten Lehrer begegnen durfte mit Salim Ujkanović, einem gebürtigen Bosnier, der als einer der Hauptimame in der größten Wiener Moschee tätig ist, auch die Brücke zu Österreich ist und eben für die deutschsprachige Agenda zuständig ist. Und so konnte ich dann meine ersten Schritte machen. Ich war stolz, dass ich 2 Gebete pro Tag bis 3 Gebete unterbringen konnte. 5 Gebete habe ich für unmöglich gehalten.
irgendwann ist es dann auch gelungen. Am Ende der Dienstzuteilung, das Jahr 2012 ging vorüber, die Heimkehr nach Kärnten, zu den Kindern eigentlich zurück wieder, beruflich war es ein Rückschritt. Ich habe sehr gelitten darunter, nicht mehr in Wien zu arbeiten, denn Kärnten bietet nicht den Rahmen. Aber die Heimat und die Familie haben diese Pflicht eben erfüllt. Und so habe ich dann auch 2012 meinen letzten Alkohol getrunken. Das war jetzt 12 Jahre her und ich vermisse ihn auch nicht. Ich habe nur gewonnen dadurch. Das kann ich auch in meinem Beruf sagen, wo ich sehe, dass der Alkohol nicht nur Existenzen kaputt macht, sondern ganze Leben kaputt gemacht hat und dass man nichts Besseres haben kann im Endeffekt als klare Richtlinien, die eben mir der Islam geschenkt hat, Richtlinien, Eckpfeiler für mein Leben, dass man sich am Seil Allahs anhalten kann und ein gesichertes Leben führt, wo man Baraka erfährt, wo man Hasanat bekommt, wenn man den Sirat al-Mustaqim begeht. Und 2 Jahre nach meiner Rückkehr nach Kärnten kam dann eigentlich einer der besten Wendepunkte, als aus Wien die Nachricht gekommen ist, das Islamologische Institut unter Dr. Amir Zeidan hat eine Kooperation mit der Fakultät, Islamischen Fakultät in Novi Bazar geschlossen und bietet den Studenten einen Bachelor-Lehrgang an mit Bachelor-Abschluss. Und ich konnte dann mit Unterbrechung natürlich auch, da ich ja im Schichtwechseldienst bin, nach einigen Jahren, also genauer gesagt, dann 2023 meinen Abschluss machen in Novi Bazar. Es war sehr umfangreich, sehr, sehr hochqualitativ vom Studium. Viele Fächer waren schon fordernd, also speziell Fiqh. Diese Dinge sind dann schon sehr tief. Aber Alhamdulillah, ich kann heute sagen, ich bin nicht nur Muslim geworden, sondern ich hatte auch die Ehre, in einer Fakultät zu studieren und mache auch derzeit meinen Master und habe mich mittlerweile auf Extremismusprävention und Exit-Strategien eben für Gefährdete, aber auch Rückkehrer aus den Gebieten von Syrien etc., Foreign Fighters, sowie die Studie der wahhabistischen und salafistischen Szene in Deutschland und Österreich beschränkt. Ja, und was mich am meisten gefreut hat irgendwo, dass das Leben wie ein Puzzle war, dass ich heute weiß, warum ich in einem bosnischen Kulturkreis studieren durfte, weil ich letztendlich dann hier in diesem bosnischen Dschemat meine Heimat und meine Familie gefunden habe und das alles zusammenpasst. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, wenn die Zeit es zulassen würde, ein bisschen die bosnische Sprache zu lernen, um auch zu wissen, was unser Hoxha so plant. Und ab und zu ist es auch schon höflich und ich merke, dass sich die Leute so geehrt fühlen, wenn man ein paar Wörter spricht auf Bosnisch und dass man dadurch Respekt auch irgendwo den Menschen erweist, indem man einige Sätze oder Wörter erlernt hat. Ja. Das wäre meine Geschichte zum Islam. Und ich kann nur sagen, in den schwersten Zeiten als abschließender Satz,
war ich zufrieden, Muslim zu sein. Ich hatte schwierige Jahre nach meiner Konvertierung zu meistern, wo es berufliche Krisen gegeben hat und wo ich wusste, egal was passiert, ich habe eigentlich meine Ernte eingefahren, ich habe eigentlich gewonnen. Das Wichtigste oder das Entscheidendste für mich war, nicht irgendwo in Dunja mich zu etablieren. Ich wusste, ich konnte auch mit einem Sack Kartoffeln leben wie ein Sufi. Niemand kann mich mehr irgendwo von meinem Weg abbringen. Ja. Ich bin auf dem Weg zu Allah. Und das Schönste und Wichtigste, was ich gewusst habe, was ich erreicht habe in diesem Leben, dass ich, wenn ich sterbe, als Muslim in diese Erde gelegt werde und inshallah auch im Jannah viele meiner Geschwister wiederfinden werde, das ist für mich die größte Errungenschaft. Nicht ein Mercedes, nicht ein Jaguar, keine Villa mit überdachtem Swimmingpool. Die größte Errungenschaft, die ich gehabt habe, war, dass ich dieses Geschenk, bitte Sie müssen sich vorstellen, unter Millionen von Christen, habe ich als einer der wenigen dieses Privileg gehabt, Wahi, die Herabsendung der Botschaft des Koran durch Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu erfahren und habe auch die Möglichkeit, diesen Iman zu verinnerlichen, ja, dass es wirklich verinnerlicht wird, weil es hilft mir auch nichts, wenn ich nur irgendwo ein Ramadan-Muslim wäre oder irgendwo traditionalistisch wäre, sondern es geht um die Verinnerlichung des Iman und um diese gelebte Merhamet, diese Rahma, dass man eben sagen kann, man ist angekommen. Ja.